Klar, wenn sie jeden Tag kommt und dann mal nicht mehr, dann wusste man eigentlich gleich, okay, irgendwas ist komisch. Bei meiner Oma kam die Demenz durch den Schlaganfall und dann war halt irgendwann der Punkt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Ich bin die Julie, ich bin 32 Jahre alt und arbeite in einer Social-Media-Agentur und bin nebenzu Content-Creatorin. Meine Oma hat mich mit meiner Mama großgezogen und war immer sehr nah an mir dran. Das erklärt vielleicht auch, warum ich so eine enge Verbindung zu ihr habe. Meine Mama war alleinerziehend und war viel beim Arbeiten, also hat Oma im Haushalt geholfen, Mittagessen gemacht. Ja, und das Interessante war ja dann eigentlich, dass sich das ganze Thema dann irgendwann geswitcht hat. Also es war so, ich habe ein duales Studium im Einzelhandel gemacht und für sie war es dann irgendwie immer so eine Aufgabe. Sie kam dann jeden Mittag zu uns in den Laden und hat dann ein paar Süßigkeiten vorbeigebracht. Und klar, wenn sie jeden Tag kommt und dann mal nicht mehr, dann wusste man eigentlich gleich, okay, irgendwas ist komisch. Ich habe sie angerufen und sie ging nicht hin. Ich habe sie nochmal angerufen. Ich habe ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal angerufen, bis sie irgendwann ans Telefon ging. Und dann hat man gemerkt, dass sie super verwirrt war. Und dann war es für mich klar, okay, das könnte ein Schlaganfall sein. Ich hatte so Angst vor, was erwartet mich eigentlich dann, wenn ich bei ihr bin. Dann haben die Ärzte aus der Reha-Klinik zu mir gesagt, wir müssen uns jetzt um einen Heimplatz kümmern. Sie kann auf gar keinen Fall alleine mehr wohnen. Und das war für mich so, also sie war so selbstständig davor und hat alles gemacht. Für mich war klar, Heim ist jetzt noch nicht die Lösung. Ich war jetzt halt zu dem Zeitpunkt für ein paar Wochen nur bei ihr, also auch dort geschlafen, alles, um einfach zu gucken, hey, was kann sie noch, was kann sie nicht mehr, wo braucht sie Hilfe? Und ja, habe dann schon ziemlich schnell gemerkt, boah, krass, also das ist jetzt auf jeden Fall anders. Dann auf einmal war ich die ihre Sachen erledigt hat, ihre Post gemacht hat, bei ihrem Haushalt mitgeholfen hat und bis jetzt zum Umziehen und Gebiss putzen. Ich bin schon sehr oft an meine Grenzen gestoßen. Ich habe so oft Sachen abgesagt oder Urlaube planen war für mich keine Option. Ich konnte nie zusagen zu einem Urlaub mit einem Monat voraus oder länger, weil für mich war klar, ich muss gucken, wie es in der Zeit ist. Ich wusste auch nicht, wie weit es noch geht. Also es waren jetzt insgesamt schon 5 bis 6 Jahre. Ich frage mich jetzt, wie habe ich das gemacht? Wie? Keine Ahnung. Man macht einfach. Ich hatte schon Angst vor dem Moment, dass ich das irgendwann so viel mache, dass ich vielleicht irgendwann zurückblicke und mir denke, okay, wo war meine Jugend? Aber demnach habe ich dann probiert, trotzdem Spaß mit Freunden zu haben und was zu machen und zugleich halt den Pflegepart und natürlich Arbeit und alles. Dass es in die Demenz übergeht, war tatsächlich lange nicht klar und ich glaube, es ist auch eine wirklich schwere Diagnose. Zum Beispiel bei meiner Oma kam die Demenz durch den Schlaganfall, das nennt sich dann vaskuläre Demenz. Alzheimer ist, wenn sich Stück für Stück im Gehirn abbaut. Symptome einer Demenz sind in erster Linie natürlich Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit, Verwirrtheit und ich glaube auch diese Veränderung vom Charakter, da haben viele Angehörige schwer dran zu knabbern. Die Person ist dann irgendwann wirklich eine andere Person. Also die Oma ist oft dann weggerannt, dann ist sie eben einmal in der Nacht abgehauen, bei mir vor der Tür gestürzt. So Sachen haben sich halt dann immer mehr gehäuft. Zusätzlich gingen viele Fähigkeiten immer mehr verloren und dann, ja, war halt irgendwann der Punkt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, was mir immer geholfen hat, ich habe immer viel drüber geredet. Durch das Reden mit Leuten kam es dann auch immer so, hey, hast du schon mal an das gedacht? Oder hey, kennst du das schon? Wer hätte mir das jetzt gesagt? Hättest du es mir jetzt nicht gesagt? Es steht nirgendwo, da kommt keiner zu dir hin und sagt, hey, das kannst du beantragen. Oder eben, hey, es gibt betreutes Wohnen. Und man kam dann immer so Stück für Stück auf was. Wer jetzt nicht weiß, was zu tun ist in der Situation, würde ich empfehlen, erstmal sich auszutauschen im Bekanntenkreis, aber auch im Internet gibt es Hotlines, wo man eine Demenzberatung bekommt. Und dann kommt man sicherlich schon mal einen Schritt weiter und wüsste zumindest, an welche Stellen kann ich mich wenden.
Jetzt ist Oma mittlerweile im Altenheim und ich muss sagen, ich bin mega positiv überrascht und super froh. Und ich habe das Gefühl, seit sie dort ist, kommt sie zur Ruhe, weil sie nicht mehr muss. Sie könnte jetzt sich entspannen. Durch diese Erfahrung lernst du in allererster Linie auch so sehr im Hier und Jetzt zu leben und die absolute Gegenwart zu genießen, dass es eigentlich noch irrelevant ist, was in der Zukunft ist. Ich wünsche meiner Oma am allermeisten, dass sie einfach glücklich ist und dass sie gut geht. So lange wie es geht.